Vom 13. bis 20. Mai waren wir wieder mit dem Wohnmobil unterwegs. Unsere Route unter dem Motto Berge, Meer und Seen führte von Villach über Chioggia und den Gardasee bis nach Kraun im Vinschgau. In diesem Teil stellen wir den Campingplatz Seehof vor. Danach geht's nach Sottomarina zum Camping Adriatico. Dort besuchen wir Venedigs kleine Schwester in der Lagune. Am Mittwoch begann um 7:30 Uhr unsere Rundreise in den Süden. Die erste Etappe führte uns nach Villach, wo wir eine Zwischenübernachtung eingeplant hatten. Auf dem Weg dorthin machten wir noch einen kleinen Umweg über den Millstätter See und konnten bereits auf der Anreise die beeindruckende Landschaft Kärntens genießen. Der Motor brummt, jetzt geht es los. Vor uns die Straße, hinter uns das Grau. Wir lassen alles los, was uns sonst hält, und suchen uns ein Stück von dieser Welt. Auf 4 Rädern durch die Welt, das Zuhause immer dabei. Kein Termin, keine Uhr, nur du und ich, wir zwei. Die Fenster auf, der Wind erzählt Geschichten. Glück ist es, dem Alltag zu entfliehen. In unserem Camper ist die Freiheit einfach grenzenlos. Alle Ängste, alle Sorgen bleiben zurück und werden klein. Wir sehen die Welt durch unsere Scheiben ziehen und wissen, Glück heißt, zusammen zu fliehen. Einfach weg ins Blaue ohne Plan. Hand in Hand, Kilometer um Kilometer lang. Mal planen wir, mal fahren wir spontan. Bleiben dann stehen bei Bergen oder bei einer schönen Stadt. Glück ist es, neue Orte zu entdecken und mit Erinnerungen weiterzufahren. In unserem Camper ist die Freiheit einfach grenzenlos. Alle Ängste, alle Sorgen bleiben zurück und werden klein. Wir sehen die Welt durch unsere Scheiben ziehen und wissen, Glück heißt, zusammen zu fliehen. Einfach weg ins Blaue ohne Plan. Hand in Hand, Kilometer um Kilometer lang. Irgendwann, da bleiben wir vielleicht mal stehen. Doch bis dahin gibt's noch so viel zu sehen. Solange der Tank uns trägt und unser Herz noch will, ist jeder neue Tag ein großes Spiel. In unserem Camper, da ist die Freiheit grenzenlos. Mit dir an meiner Seite, da bin ich zu Haus. Gegen 12:30 Uhr erreichten wir den Camping Seehof am Fassacher See bei Villach. Aufgrund seiner günstigen Lage nahe der italienischen Grenze hatten wir hier bereits im Vorfeld für eine Nacht reserviert. Der Campingplatz verfügt über rund 150 Stellplätze, von denen viele von Dauercampern genutzt werden.
Außerdem bietet der Platz moderne, saubere Sanitäranlagen und besonders praktisch ist auch die Bushaltestelle, die sich nur wenige Meter vom Campingplatz entfernt befindet. Auch ein Spielplatz und ein Aufenthaltsraum sind vorhanden. Im Sommer lädt der direkt angrenzende Vassacher See zum Baden und Entspannen ein. Wir nutzten den Nachmittag, um einfach nur die Seele baumeln zu lassen und die Sonne zu genießen, bevor unsere Reise am nächsten Tag weiterging. Obwohl die Bundesstraße ganz in der Nähe verläuft, empfanden wir den Verkehrslärm nicht als störend. Wer nicht selbst kochen möchte, findet direkt auf dem Campingplatz ein Restaurant mit schöner Terrasse. Da uns das vegetarische Angebot dort etwas zu überschaubar war, entschieden wir uns am Abend für das gegenüberliegende Wirtshaus Josef und ließen den Tag dort gemütlich ausklingen. Nach einer entspannten Nacht und einem gemütlichen Frühstück verabschiedeten wir uns am nächsten Morgen von Villach. Die erste Etappe unserer Rundreise lag hinter uns und es ging weiter nach Italien. Für die Durchreise in den Süden oder einen Städtetrip nach Villach würden wir jederzeit gerne wiederkommen. Ah, l'Italia chiama il cuore, con la sua luce che non muore, tu ed io. La strada davanti a noi, questo è il nostro viaggio, la nostra storia. Felicità è partire insieme verso l'Italia, tra montagne e pianure, tra arte e magia. Ogni chilometro è un sorriso da raccontare. Felicità è scappare dalla routine, lasciare l'orologio, dimenticare la fretta, ritrovarci in un bacio, in una piazzetta. La felicità sei tu accanto a me, con il nostro camper, liberi come il vento. Scopriamo posti nuovi, mano nella mano. Felicità è goderci la vita insieme. Ogni risveglio è nostro, ogni strada è un dono. Questo è il nostro sempre. Questo è il nostro suono. Svegliarsi tra i monti, il caffè sul fornello. L'Italia ci abbraccia con il suo mantello. Felicità è visitare luoghi nuovi col nostro camper. Parcheggiamo dove il cuore ci porta. Piccoli borghi, una piazza, una porta. E ridiamo di niente sotto cieli infiniti, perché il mondo è più bello se siamo uniti. La felicità sei tu accanto a me, con il nostro camper, liberi come il vento. Scopriamo posti nuovi, mano nella mano. Felicità è goderci la vita insieme. Ogni risveglio è nostro, ogni strada è un dono. Questo è il nostro sempre. Questo è il nostro suono. Se mi chiedono cos'è la felicità, rispondo è questo viaggio che non finirà. Tu, io, l'Italia e la libertà. Felicità è goderci la vita insieme, per oggi, per domani, per l'eternità. Ziel auf der rechten Seite.
Gegen 14:15 Uhr erreichten wir den Camping Adriatico in Sottomarina. Hier hatten wir bereits im Vorfeld einen Stellplatz für 4 Nächte reserviert. Nach dem Check-in richteten wir uns zunächst auf unserem Stellplatz ein und verschafften uns dann einen ersten Eindruck von der Anlage. Der Campingplatz bietet alles für einen angenehmen Aufenthalt. Neben einem kleinen Shop und einem Restaurant gibt es sogar einen Pool, für den allerdings Badekappenpflicht gilt. Die Sanitäranlagen sind zweckmäßig und waren sauber. Neben den in Italien typischen Hocktoiletten stehen glücklicherweise auch einige Kabinen mit herkömmlichen WCs zur Verfügung. Der Platz liegt direkt gegenüber vom feinen Sandstrand von Sottomarina. Dieser beliebte Badeort gehört zu Chioggia und ist vor allem für seinen breiten Strand und die lange Promenade bekannt. Hier finden sich zahlreiche Restaurants, Bars, kleine Geschäfte und weitere Freizeitangebote, die den Ort besonders bei Badeurlaubern beliebt machen. Das Wetter zeigte sich bei unserer Ankunft ja zunächst von seiner ungemütlichen Seite. Als der Regen nachließ, zog es uns dann an den Strand, wo wir entlang des Ufers spazierten und das vom Wind aufgewühlte Meer beobachteten. Camminiamo sulla spiaggia, canta il mare piano. La brezza tra i capelli ci accompagna, piano piano. L'Italia è così bella, ovunque guarderai. C'è un po' di meraviglia In tutto ciò che fai. A volte il cielo cambia, si colora di grigio, Ma questo posto resta. sempre un piccolo prodigio. Il sole tornerà, vedrai, Dopo la pioggia splenderà. tra sogni di vacanza e libertà. Tra le onde e l'immensità. Anche quando il cielo sembra dire no, Noi sappiamo che ritornerà. il sole tornerà. Le impronte sulla sabbia e il mare davanti a noi. Raccogliamo i nostri istanti come fossero tesori. Il profumo dell'estate si confonde con il vento. E ogni attimo vissuto resta dentro al sentimento. Perché la vera bellezza non vive solo nel sereno, Ma anche nelle nuvole. che passano più o meno. Il sole tornerà, vedrai, Dopo la pioggia splenderà. tra sogni di vacanza e libertà. Tra le onde e l'immensità. Anche quando il cielo sembra dire no, Noi sappiamo che Am Abend gingen wir dann noch im Restaurant des Campingplatzes essen, das seit über 15 Jahren von einer lokalen Familie betrieben wird. Auf der Karte stehen vor allem frische Fischspezialitäten aus der Adria. vedrai, più luminoso che mai. mano nella mano lungo il mare blu. Am Freitag machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Da es fast den ganzen Tag regnete, waren unsere Möglichkeiten für Unternehmungen recht begrenzt. Bis auf einen kurzen Spaziergang am Strand verbrachten wir den Tag daher ganz entspannt im Wohnmobil und nutzten die Zeit zum Relaxen.
Nachdem der Vortag fast komplett ins Wasser gefallen war, konnten wir uns am Samstag über trockenes Wetter freuen. Da im Laufe des Nachmittags sogar die Sonne zum Vorschein kommen sollte, machten wir uns gegen 11:45 Uhr auf den Weg in die 2,5 Kilometer entfernte Altstadt. Unterwegs nutzten wir die Gelegenheit, noch einige Einkäufe in einem Supermarkt zu erledigen. Über die Isola dell'Unione führte unser Spaziergang von Sottomarina hinüber in die historische Altstadt. Mit jedem Schritt wurde das maritime Flair der kleinen Hafenstadt spürbarer und die Vorfreude wuchs. Im Ristorante La Chosa, direkt am Canale Vena, gönnten wir uns zunächst eine kleine Stärkung, bevor wir anschließend zur eigentlichen Stadtbesichtigung aufbrachen. Prego. Gracias. Chioggia gilt als eine der ältesten Städte der venezianischen Lagune und besitzt eine Geschichte, die möglicherweise weiter zurückreicht als die Venedigs selbst. Bereits in römischer Zeit war die Stadt ein wichtiger Hafen und Handelsort. Im Mittelalter entwickelte sich Chioggia zu einem bedeutenden Zentrum für Fischerei und Salzhandel innerhalb der Republik Venedig. Während des sogenannten Kriegs von Chioggia im 14. Jahrhundert wurde die Stadt schwer zerstört, nachdem genuesische Truppen sie besetzt hatten. Nach der Rückeroberung ließ Venedig Chioggia wieder aufbauen und stärker befestigen. Viele der heutigen Kanäle, Brücken und Straßenzüge stammen aus dieser Zeit. Bis heute erinnert Chioggia mit seinen Wasserwegen, engen Gassen und bunten Häuserfassaden stark an Venedig. Beide Städte entstanden in derselben Lagunenlandschaft und teilen eine jahrhundertealte maritime Kultur. Dennoch unterscheidet sich Chioggia deutlich von der berühmten Nachbarschaft. Während Venedig durch prachtvolle Paläste, monumentale Architektur und internationalen Tourismus geprägt ist, wirkt Chioggia ruhiger, bodenständiger und authentischer. Das Leben der Stadt ist bis heute eng mit Fischerei, Hafenarbeit und dem Alltag ihrer Bewohner verbunden. Genau dieser Kontrast macht Chioggia für viele zum ursprünglicheren Gesicht der venezianischen Lagune. Bevor wir uns auf den Rückweg zum Campingplatz machten, gönnten wir uns noch eine kleine Pause am Kanal. Inzwischen hatte sich die Sonne durchgesetzt, sodass wir bei einem Trink die besondere Atmosphäre von Chioggia genießen und dabei die Eindrücke des Tages Revue passieren lassen konnten. Anschließend ging es mit dem Bus zurück zum Campingplatz.
Später ließen wir den Tag bei einem entspannten Spaziergang am Strand ausklingen. Am nächsten Morgen wurden wir von strahlendem Sonnenschein begrüßt. Da stand schnell fest, die wunderschöne Altstadt von Chioggia wollten wir noch einmal bei bestem Wetter genießen. Nach einem gemütlichen Frühstück ging's los. Die Fondamenta San Domenico zählt zu den stimmungsvollsten Orten Chioggias. Die Uferpromenade verläuft entlang des Canale San Domenico und führt direkt zur kleinen Insel San Domenico mit ihrer historischen Kirche. In Chioggia, città di canali e mare, la vita scorre lenta, senza pensare. I pesci nuotano, i gatti dormono e il sole tramonta sul mare Adriatico. Chioggia, città di cuore, dove il tempo si ferma e l'amore sulle strade strette e le case colorate. Chioggia, città di cuore, dove io voglio stare. Le tradizioni sono vive e la gente è amabile. Il pesce fresco, il vino buono, è incredibile. La laguna è bella e il mare è calmo. E io sono qui a Chioggia, senza alcun malumore. Chioggia, città di cuore, dove il tempo si ferma e l'amore sulle strade strette e le case colorate. Chioggia, città di cuore, dove io voglio stare. Ponte di Vigo ist das bekannteste Wahrzeichen von Chioggia und gilt als das symbolische Eingangstor zur Lagunenstadt. Die elegante Steinbrücke überspannt den Canale Vena und wird oft als Balkon von Chioggia bezeichnet, weil sie einen weiten Blick über die venezianische Lagune eröffnet. Bereits während des Kriegs von Chioggia im 14. Jahrhundert soll an dieser Stelle eine Brücke gestanden haben.
Die ursprüngliche Holzkonstruktion wurde später durch die heutige Steinbrücke ersetzt und im Laufe der Jahrhunderte mit kunstvollen Balustraden, Marmordekorationen und kleinen Löwenfiguren verziert. Bis heute zählt die Ponte di Vigo zu den meist fotografierten Orten der Stadt und oft wird sie als Rialtobrücke von Chioggia bezeichnet. Kleiner, aber mit einem ganz eigenen Charakter, der die Geschichte und die maritime Seele der Stadt widerspiegelt. Die Piazzetta Vigo ist einer der schönsten und bekanntesten Plätze Chioggias. Von hier aus reicht der Blick über die venezianische Lagune bis zu den Inseln Pellestrina und Lido. Die Piazzetta bildet den Übergang zwischen Stadt und Wasser und ist seit Jahrhunderten ein wichtiger Treffpunkt für Bewohner, Fischer und Reisende. Von der Piazzetta Vigo führt der Weg direkt in den Corso del Popolo, die Hauptstraße und das lebendige Herz von Chioggia. Seit Jahrhunderten bildet sie die zentrale Achse der Altstadt und verbindet die wichtigsten Plätze, Kirchen und historischen Gebäude miteinander. Anders als die engen Gassen Venedigs überrascht der Corso del Popolo mit seiner außergewöhnlichen Breite und seinem offenen Charakter. Entlang der Straße reihen sich Cafés, Restaurants, kleine Geschäfte und historische Palazzi aneinander. Hier spielt sich das tägliche Leben der Stadt ab. Einheimische treffen sich zum Plausch, Besucher schlendern durch die Altstadt und auf den Plätzen finden regelmäßig Märkte und Veranstaltungen statt. Besonders an Markttagen verwandelt sich der Corso del Popolo in ein buntes Zentrum voller Stände, Düfte und Stimmen. Der traditionsreiche Wochenmarkt von Chioggia findet normalerweise jeden Donnerstag statt und zählt zu den größten Märkten Venetiens. Doch am 17. Mai verwandelte sich die Altstadt ausnahmsweise an einem Sonntag in ein lebendiges Marktzentrum. Grund dafür war eine Verlegung des Markttags wegen der Feierlichkeiten zu Ehren der Stadtheiligen San Felice und San Fortunato. Si sveglia piano la città sul mare, il sole comincia la laguna ad orare. Sul corso del popolo arrivano già le voci del mercato e la sua vivacità. Tra frutta colorata e profumo di caffè, un sorriso da lontano si ferma accanto a me. Le cassette di limoni brillano al sole, mentre la mattina racconta le sue parole. È il giorno del mercato, che bella energia, tra colori e risate nel cuore di Chioggia. Vestiti al vento, profumo di pane, la vita scorre semplice tra le persone. Il giorno del mercato, sotto il cielo blu, tra mille piccoli incontri che non dimentichi più. E tra le bancarelle, tra sogni e allegria, si respira l'anima vera di questa città. Le signore scelgono fiori e verdura, i bambini corrono senza paura. C'è chi cerca una camicia che un cappello da indossare, chi si ferma semplicemente a guardare. Le campane accompagnano la melodia dei passi che riempiono ogni via. Tra il pesce fresco e le voci dei venditori nascono storie, ricordi e sapori. E mentre il tempo passa lentamente, Ogni sorriso sembra più importante. in questo angolo d'Italia vicino al mare, la felicità è nelle cose da condividere. Il giorno del mercato, che bella armonia, tra colori e risate nel cuore di Chioggia.
sia, quando le bancarelle piano andranno via, resterà nell'aria la sua poesia, e chi l'ha vissuto lo sa già. Il sole danza sopra la città, la gente passa senza fretta qua. Un sorriso, due parole al bar e il tempo sembra non contare più. Le voci riempiono la piazza piano, un caffè, un saluto da lontano. Nessuno corre, nessuno va via, si vive il momento e così sia. Lascia che sia, lascia che vada, come il vento lungo la strada. Un bicchiere al sole, la musica leggera, e la vita sembra bella davvero. Lascia che sia, senza pensieri, tra i sogni di oggi e quelli di ieri. Guardando la gente passare così, scopro che la felicità è qui. Un sarti spritz riflette il cielo blu e le risate arrivano fin qua giù. I colori del mercato intorno a noi e mille storie negli occhi suoi. Le ore scorrono senza rumore tra il profumo del mare e il buon umore. E mentre il giorno lentamente va, resta soltanto questa libertà. Non serve molto per stare bene, un tavolino al sole va già bene. Tra un brindisi e una fotografia, ci lasciamo portare via. Lascia che sia, lascia che vada, come il vento lungo la strada. Un bicchiere al sole, la musica leggera, e la vita sembra bella davvero. Lascia che sia, dolcemente, con il sorriso di tutta la gente. Mentre il sole si spegne laggiù, porterò questo momento con me. Die Kathedrale di Santa Maria Assunta ist die wichtigste Kirche Chioggias und prägt seit Jahrhunderten das Stadtbild am Corso del Popolo. Direkt daneben steht der freistehende Glocken- und Uhrturm, der als markanter Orientierungspunkt der Altstadt dient. Die heutige Kathedrale wurde im 17. Jahrhundert nach Plänen des venezianischen Architekten Baldassare Longhena errichtet und ersetzte ältere Gotteshäuser, die im Laufe der Geschichte zerstört worden waren. Bis heute ist die Kathedrale ein bedeutendes Wahrzeichen Chioggias und ein Symbol für die enge Verbindung der Stadt mit der venezianischen Lagune und ihrer traditionsreichen Vergangenheit. Von der Piazzale Perotolo aus überquerten wir die Ponte Cuccagna und gelangten auf die andere Seite des Canale Vena, mitten hinein in das historische Herz von Chioggia. Der Canale Vena ist der wichtigste Kanal der Altstadt und durchzieht Chioggia wie eine zentrale Lebensader. Beidseitig säumen ihn dicht aneinandergereihte Häuserfassaden, kleine Brücken und Uferpromenaden, die das typische Bild der Stadt prägen. Früher diente der Kanal nicht nur als Verkehrsweg, sondern auch als direkte Verbindung für Fischer und Transportboote, die Waren und Fisch durch die Stadt brachten. Heute ist er vor allem ein malerischer Mittelpunkt des Stadtlebens und einer der schönsten Orte, um das authentische Chioggia zu erleben.
sotto il sole della laguna blu. Camminiamo piano io e te qua giù, tra le calli strette il profumo del mare, Chioggia ci invita a restare. Le barche danzano sul canale Vena, la brezza leggera rende tutto sereno. Ogni ponte racconta una storia lontana tra i riflessi dell'acqua veneziana. Tra acqua e cielo io e te, seguendo il vento che passa da sé, tra luci dorate la voce del mare, questa città ci fa innamorare. Tra acqua e cielo senza età, ogni momento diventa eternità, e mentre il tramonto colora la via, resta con noi la magia di Chioggia. Dalla piazzetta Vigo guardiamo lontano, le onde accompagnano il nostro cammino piano. Un caffè condiviso, un sorriso sincero, e il tempo sembra fermarsi davvero. Sul corso del popolo passa la vita, tra voci e mercati la città infinita. Ogni angolo custodisce un'emozione, ogni passo una nuova canzone. Quando la sera accende le stelle si specchiano piano sulle onde più belle, e nel silenzio di questa laguna la notte ci culla sotto la luna. Tra l'acqua e il cielo io e te, con la laguna che vive perché, tra sogni e ricordi che il tempo non porta via, rimane per sempre questa poesia. Tra acqua e cielo lentamente, come una fotografia nella mente, e quando partiremo da questa armonia porteremo con noi un po' di Chioggia. Zum Abschluss unseres Stadtbummels kehrten wir im Ristorante Al Porto ein. Auf dem Weg zurück zum Campingplatz legten wir in Sottomarina noch einen letzten Stopp in einer kleinen Strandbar direkt am Meer ein. Dort stillten wir unseren Durst bei einer kühlen Erfrischung und genossen den Blick auf den Strand und die Wellen der Adria. Am Montag verließen wir Chioggia und setzten unsere Tour fort. Bevor wir zu unserem nächsten Ziel aufbrechen konnten, mussten wir wegen eines Elektronikproblems einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen.
Bereits beim Einparken auf unserer Parzelle trat der Fehler auf und der Motor ließ sich nur noch manuell über das Borddisplay starten und ausschalten. Auf der Suche nach Hilfe fuhren wir insgesamt 3 verschiedene Fachwerkstätten an, die glücklicherweise alle entlang unserer Route lagen. Erst in der letzten Werkstatt konnte uns schließlich weitergeholfen werden. Um die Ursache zu beheben, wurde die Batterie für etwa 30 Minuten abgeklemmt. Danach funktionierte das System glücklicherweise wieder einwandfrei, sodass wir unsere Reise fortsetzen und weiter Richtung Gardasee fahren konnten. Davon berichten wir dann im nächsten Teil. Anderswo und doch daheim, im Wohnmobil zu Hause sein. Oh, anderswo, oh, 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 oh. Jeder Tag ist ein neues Kapitel. Wir sind anderswo und doch daheim. Wir folgen den Pfaden, die das Herz uns weist und finden das Glück, wohin wir auch reisen.